Hallo liebe El Paraiso Verde Freunde, mein Name ist Dr. Erwin Annau, ich bin Präsident und Gründer der Range of SAEK und des El Paraiso Verde. Wir sind heute hergekommen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich sitze heute mit meinem Geschäftspartner, Herrn Peter Kunzmann, hier im Madonnawald, im wunderschönen Madonnawald, und wir sind hier alle per Du, also lieber Peter, willkommen im El Paraiso Verde. Vielen Dank für die Einladung an dem herrlichen Tag heute, an diesen herrlichen Ort. Ich bin froh, dass es hier in diesem herrlichen Wald stattfindet und nicht wie geplant in der Bibliothek. Ist ein angenehmes Klima. Ich freue mich, hier zu sein. Schöner, ja. Lieber Peter, vor ein paar Tagen wurde ein Interview von dir und von dem angeblich investigativen Journalisten Mario Braccio gemacht und veröffentlicht. Ich habe festgestellt, dass dieses Video, als es veröffentlicht wurde, sehr viele Menschen, die dich kennen, dir vertrauen und dich auch weiterempfehlen, dass es diese Menschen vor den Kopf gestoßen hat. Absolut richtig. Ich kann die Leute auch voll verstehen, in einem Grund, dass das Video an sich die eine Sache war, aber was er dazu geschrieben hat, eine ganz andere Sache war. Zum Teil war natürlich das Video ein bisschen, aber das ist keine Entschuldigung, das ist noch ein bisschen eine Erklärung auf meine nicht ganz perfekte Spanischkenntnisse zurückzuführen, worauf wir später noch zukommen. Aber als ich dann verstanden habe, was er da an falschen Texten zugeschrieben hat, habe ich ihn aufgefordert, ultimativ das zu löschen. Und werde natürlich trotzdem zur Stellung beziehen, weil das ist richtig, dass die Leute sowas hinterfragen, dass es klargestellt werden muss, eindeutig. Außerdem weißt du, auch wenn er es wieder runternimmt vom Facebook, was er gemacht hat, das lässt sich nicht mehr zurückholen. Das ist wie ein Vogel, der ausgeflogen ist. Das Video hinterlässt nämlich den Eindruck, obwohl es nicht ganz klar ausgedrückt wird, dass ich, Dr. Erwin Annau, hunderte Überweisungen auf Konten von mir in Europa oder USA und auf Konten meiner Kinder getätigt haben soll. Angeblich Gelder der Range of SAEK. Ziemlich interessant, ich erfahre immer wieder neue Mori-Daten über mich, über das Internet und suche immer noch diesen bösen Klon von mir. Mal schauen, wenn ich den erwische. Aber Spaß beiseite, Spaß beiseite, lieber Peter. Das Video vermittelt diesen Eindruck. Ich habe mir das Video angeschaut und weil ich diese perfide Taktik ja kenne, habe ich sofort gesehen. Das heißt Hit Piece by Tailor Cut Interview. Das ist eine Technik, die aus den Vereinigten Staaten kam, die man aber auch in Europa anwendet. Man will jemanden attackieren, indem man diese Person, das Vertrauen dieser Person gewinnt, diese Person dann ausführlich interviewt, dann aber das Interview so zusammenschneidet, dass die vorher gewünschte Aussage herauskommt und vorgetäuscht wird. Peter, empfindest du das auch so? Ich empfinde es so, vor allen Dingen, wenn ich in dem Video gesagt habe, der Erwin Annau hat mir einen Auftrag gegeben, Gelder zu überweisen auf Privatkonten von ehemaligen Bewohnern von hier, hat er daraus gemacht. Erwin Annau hat mich beauftragt, Gelder auf Privatkonten zu überweisen, was natürlich so klingt, als auf Privatkonten von Erwin Annau. Ich weiß nicht, ob du ein Konto hast, keine Ahnung, genau. Steht mir auch nicht zu zur Frage. Aber das war einfach nicht so und das wurde auch ganz klar erklärt. Außerdem, wenn ich sage, der Erwin Annau hat mich beauftragt, das zu tun, dann war das eben der Erwin Annau als ein Teil von Relief und nicht der Erwin Annau als Privatperson. Und das ist das Verwirrende. Auch im Zusatztext habe ich es mir nämlich übersetzt und das kam da völlig falsch raus. Und das war für mich ein Grund zu sagen, stopp, so geht's nicht. Naja, aber leider das Interview ist draußen. Aber eine Frage, hast du das Interview vor der Veröffentlichung, in der Fassung, wie es veröffentlicht wurde, überhaupt gesehen? Nein, ich wusste gar nicht, dass was veröffentlicht wird. Der Hintergrund, mal ganz kurz zur Erklärung, auch für die Leute hier. Mir wurde von dem Journalist die Frage gestellt, ob ich zum Interview bereit bin. Er hätte von ehemaligen Bewohnern von Paraiso Verde erfahren, ich würde illegale Geschäfte mit Erwin Annau machen und dem war entgegenzuwirken, und zwar unmittelbar. Weil wir machen keine illegale Geschäfte. Ich bin sowohl in Paraguay wie als auch in Deutschland mit allen meinen möglichen Anmeldemöglichkeiten registriert bei der Bundesbank, wo es sonst überall ist. Und dem war entgegenzuwirken, unmittelbar und sofort, was der natürlich draus macht und was die Hintergründe sind für das ganze Zeug. Also darf ich vorstellen, du wurdest um die Zustimmung zur Veröffentlichung dieses Videos gefragt, ja oder nein? Nein. Aha. Und das, was dann rauskommt, wenn ich mir das anschaue als Beobachter, war das von dir so gewünscht, diese Aussage? Natürlich nicht. Für mich war gewünscht eine Klarstellung, dass hier die Sache korrekt abläuft. Und meine Dienste ganz korrekte Dienste sind im Interesse eben in diesem Punkt von Paraiso Verde, Leute, die nicht mehr hier wohnen wollen oder können aus gesundheitlichen Gründen, möglichst rasch zu entschädigen, und da war meine Mitwirkung. Wer hat dir den Link geschickt?
Wie meinst du den Link? Den Link zu diesem Video. Du hast ja dieses Video gesehen. Wer hat dich da in Kenntnis Ich gesetzt? weiß es nicht mehr. Ich glaube, Also Carina nicht hat einmal, mich nicht ehrlich, einmal der Herr Bradshaw, Nein, sondern nein. du hast dann irgendjemand dann den Link. Es kann sein, meine Mitarbeiterin von meinem Büro hat es entdeckt irgendwo am Morgen, weil ich habe einfach nicht so viel Zeit morgens im Internet zu stöbern und dann habe ich es natürlich gesehen. Also, liebe El Pariso Verde-Fans, natürlich hat bei uns im El Pariso Verde jeder Interviewter das Recht, wenn er danach fragt natürlich, die Aufnahme vor Veröffentlichung zu sehen und auch um Zustimmung wird er gefragt, wenn dies von ihm verlangt wird. Daher, lieber Peter, wirst du dieses Interview vor Veröffentlichung sehen und deine Einwilligung zur Veröffentlichung geben. Klar? Völlig klar. Wir spielen anders. Ja? Ich habe auch nie was zu verbergen. Was bloß das Schlimme war, dass dann so aus dem positiven Gedanken der Klarstellung ein negatives gegen den Erwin rauskommt. Keine Ahnung, ich kannte den Journalist auch nicht, muss ich dazu sagen. Ja. Naja, dann lass uns beginnen. Ja. Peter, welche Dienstleistungen erbringst du fürs El Pariso Verde? Ich habe 3 hier gefunden. Das eine, fangen wir mal mit dem ersten an, Einwanderungshelfer. Bist du dafür lizenziert, zugelassen? Jawohl, also ein Einwanderungshelfer, den Einwanderungshelfer in Paraguay hat noch bis vor einem Jahr eine Karte der Gestores von der Migraciones bekommen. Diese Karte wurde abgeschafft. Es gibt keine eigentliche Lizenzierung mehr für diese Tätigkeit. Es ist also nicht so ein erlernter Beruf wie ein Anwalt. Aber bevor die Karte abgeschafft wurde, hatte ich sehr wohl über jedes Jahr zur Erneuerung diese Karte. Da musste jedes Jahr die Strafauszüge aus Paraguay vorgelegt werden. Also du musst eine Und Strafregisterbescheinigung vorlesen. eine Rugnummer, und zwar nicht nur Strafregister der Polizei, auch Strafregister der Staatsanwaltschaft, dass es keine offene Verfahren gibt. Nur diese Karte wurde von der Vorgängerin, vom Direktor Kronewetter, abgeschafft. Es ist die Rede, die soll wieder angeschafft werden. Da tummeln sich sehr viele Gestoren in der Migration. Mir nehmen sie keine Arbeit weg, das ist Entscheidung der Migration, diese Karte einzuführen oder nicht. Aktuell, um die Frage zu beantworten, gibt es keine Rechtsvorschrift für diese Karte, weil sie eben abgeschafft wurde. Eine Frage. Du hast dich ja nach dem Weggang des früheren Präsidenten, nennen wir ihn jetzt einmal Juan Joaquim, weil wir wissen weder seinen Nachnamen sicher noch, ob er einen Titel hat, aber dieser Juan Joaquim, wie er weggegangen ist, hast du dich ja um das von uns dann entdeckte Chaos bei den Permanentes und bei den Cedulars hast du dich ja angenommen und hast du, was du konntest, in Ordnung gebracht. Kannst du mir nur kurz in ein paar Worten sagen, was du vorgefunden hast? Ein Chaos. In kurzen Worten ein Chaos. Hätte ich nicht schon vorher graue Haare gehabt, hätte ich sie jetzt. Nur einfach, um ein bisschen zum Verständnis zu werben, auch für die Leute von früher, die ewig warten. Ich bin natürlich nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit der früheren Mitarbeiterin Dr. Alida angewiesen, weil sie hat die Vollmacht und sie hat auch die nötigen Unterlagen für die Identifikations. Aber wir haben sehr gut zugearbeitet, wir haben auch sehr viele Fälle lösen können. Wie viele Fälle waren es ungefähr und wie also viele hast ich du schätze, gelöst? dass da noch ungefähr 100 bis 150 offene Fälle sind, wo die Leute die Aufenthaltskarte haben, wo aber die Cedula nicht fertig gemacht wurde, aus diversen Gründen. Wo die nicht fertig gemacht wurde, wo man zum Teil jetzt neue Führungszeugnisse beibringen müsste. Da kann im Endeffekt die Dr. Alida deswegen nichts dafür, weil das eine Vorschrift der Migration ist. Der Vorwurf ist einfach an die frühere Administration der Cedula-Organisation. Für mich ist es nur die Dr. Alida, wer da drüber stand, ist mir nicht so ganz klar, dass man nicht rechtzeitig das unmittelbar weitergemacht hat. Wir versuchen jetzt Schritt für Schritt alle nachzuarbeiten. Diese Arbeit, also hast ungefähr die Hälfte halbiert in der kurzen Zeit, ja, ungefähr halbiert. Es sind noch circa gute 100 Fälle wahrscheinlich. Ich schätze, wir haben jede Menge Aufenthaltskarte entdeckt in Villarrica im Büro. Die hat mir die Mitarbeiterin Monika, die das sehr, sehr gut geforscht hat, geschickt. Dickes Lob übrigens. Die hat mir die geschickt und natürlich die Leute, die nicht mehr hier wohnen, sind wir darauf angewiesen, bis die an mich herantreten. Aber die Leute, die hier wohnen, haben wir alle zum Vertreter der deutschen Botschaft geschleppt. Das ist eine der Vorschriften, um ein neues Führungszeugnis zu kriegen, aus Datenschutzgründen, ist klar. Die haben wir beantragt. Bei Dr. Alida liegen im Schnitt ungefähr 40 bis 45 neue Führungszeugnisse, aber dann endet auch mein Part. Eine Frage habe ich noch. Erwin und Silvia Annau, hatten wir mit dem ganzen Vorgang Cedula etwas zu tun? Nach meinem Kenntnisstand nicht. Also nach meinem Kenntnisstand war das nur eine Sache von der Dr. Alida. Und dem früheren Präsidenten. Und vielleicht dem Büro von Villarrica. Sicher. Und dem Juan, wenn er der Vorgesetzte war. Und dem Büro von Villarrica eventuell, das weiß ich nicht. Gut.
Gehen wir auf was sehr Positives, neue Sedulas. Ich habe schon teilweise welche gesehen, die nach 2 Monaten, kannst du uns da was erzählen? Ja, also die Gruppe vom Oktober, die hat noch etwas länger gedauert, weil da war ich zum ersten Mal für Reljuf tätig, auch noch nicht als eigener Dienstleister, das war dann noch für euch, da waren mir noch ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich kann positiv berichten, die Leute, die im Januar mit mir bei der Migrationes waren, haben bereits alle ihre Zedulars. Alle. Das heißt weniger als 3 Monate genau genommen. Klar, die haben sie schon seit 2 oder 3 Wochen. Die Leute, die am 22. Februar mit mir bei der Migrationes waren, habe ich heute die Aufenthaltskarten mitgebracht. Die Cedula dauert vielleicht noch 2, 3 Wochen. Wahnsinn. Es ist einfach eine Art, wisst ihr, liebe Zuseher, liebe Bewohner, ich mache das seit 13 Jahren, ich mache es aus der Praxis. Ich verstehe natürlich, dass eine Rechtsanwältin vielleicht was studiert hat und sehr viel mehr im Kopf hat wie ich, aber ich arbeite in der Praxis und das ist in Paraguay wichtig, dass man weiß, wie man in der Praxis arbeitet. Kosten für die Cedula? Ist immer noch gleich. Ich habe ja einen 17 Millionen, glaube ich, ist das. Ich habe ja einen Festpreis mit euch, aber Preise will ich nicht unbedingt. Ich bin an und für sich der Meinung, ich weiß, wie du arbeitest und da weiß ich, es wird sauber gearbeitet und du kümmerst dich um die Leute. Die Menschen sind sehr zufrieden mit dir, muss ich dir sagen. Und du bist ein Engel, dass du uns aus diesem Chaos gerettet hast, das wir entdeckt haben. Wir hatten keine Ahnung, wie schlimm das ist. Erst durch die Übernahme der Präsidentschaft konnte ich überhaupt Einblick gewinnen, wie ich gesehen habe, was hier los ist. Es war ziemlich frustrierend, sagen wir es jetzt sehr vorsichtig. Okay, das heißt, kann man bei dir die Cedula auch machen? Also man kommt über unsere Webseite, möchte die Cedula machen, aber hat nicht vor, ins El Pariso Verde zu gehen, könnte man dann auch die Cedula machen? Selbstverständlich, also der ganze Werdegang wird von uns genauso gut betreut. Wir haben natürlich ein kleines örtliches Problem, aber das lösen wir alles, weil es ist natürlich zwingend einmal nötig, den Beamten der Identifikation zu sehen. Da muss man den einmal hier besuchen. Bei der nächsten Gruppe, die jetzt kommt, nächste Woche, haben wir uns aus Termingründen geeinigt, der kommt sogar zu uns ins Hotel nach Asunción, damit wir hier ein bisschen flexibler sind. Das ist von Einzelfall zu Einzelfall verschieden. Auch unabhängig von einem Impfstatus, unabhängig von allem, kann jemand auch die Cedula mit dem Peter machen. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt 7 Jahre in diesem Land und wenn alle so wären wie der Peter, es würde die ganze Szenario anders ausschauen. Ja, also wenn ihr die Cedula machen wollt, mit oder ohne Infowoche im El Pariso Verde, einfach schreiben info@paraiso-verde.com, info@paraiso-verde.com. Schreibt einfach, ich möchte zur Infowoche kommen oder schreibt, ich möchte nicht zur Infowoche kommen, ich möchte nur möglichst rasch meine Cedula. Wenn die Dokumente ordentlich vorbereitet sind, wenn der Termin, wenn ihr dann hereinfliegt, ordentlich vorbereitet ist, kann man das in 2 Tagen, 2 Tage, 2 Nächte ist gescheit. Man kann also die Bearbeitung in Asunción in 2 Tagen machen. Bitte nicht den Eindruck, bitte nicht im Kopf den Gedanken entstehen lassen, es ist in 2 Tagen fertig. Das ist natürlich klar. Aber wir haben sehr viele Geschäftsleute hier in Paraiso Verde außerhalb, die natürlich zurück müssen ins Berufsleben. Wir ermöglichen den Leuten in unmittelbar ganz kurzer Zeit hier das zu beantragen und der Rest, man ist ja immer eine Woche hier, ist ja logisch wegen den Flugdaten, sinnvoll für was anderes zu nutzen. Mein Ansporn war, und es klappt auch gut mit der neuen Administration, dass ich sehr frühzeitig in die Verfahren eingebunden werde, um die Leute auch frühzeitig beraten zu können, was für Dokumente sie bringen müssen. Da werden sehr oft völlig überflüssige Dokumente gebracht, weil die Leute im Internet was lesen. Oftmals fehlt eine Zustimmung vom Papa, wenn eine Mama mit einem minderjährigen Kind kommt. Da helfen wir. Da werden wir im Vorfeld umfassend beraten. Auch das gehört dazu für einen guten Einwanderungshelfer. Nicht nur die Papiere von A nach B zu tragen. Super, aber man muss diese Termine vorbereiten. Wenn man wirklich in 2 Tagen fertig sein muss man sie vorbereiten. Okay, Cedulas. Also Einwandern in Paraguay ist eine gute Idee, solange es noch geht. Glaube ich, ist es sinnvoll, hier eine Daueraufenthaltsgenehmigung und eine Cedula zu haben. Dein zweites Feld der Expertise ist die Logistik, Transport von Containern und Beiladungen. Ja. Bist du da lizenziert? Gibt es keine Lizenzierung. Also meine Lizenzierung ist, dass ich das im früheren Berufsleben 35 Jahre mache, mit namhaften Logistikunternehmern wie Hapag-Lloyd. In meinem Gewerbe hier in Paraguay ist es angemeldet, selbstverständlich. Auch die Zollungsvorgänge sind angemeldet, selbstverständlich. Auch der Transport von Personen und von Waren in Fahrzeugen ist angemeldet. Das ist ganz wichtig. Das war insbesondere ganz wichtig in der Zeit der Pandemie, weil durch diese Anmeldung hat man natürlich den Sonderstatus bekommen, sich im freien Land völlig frei bewegen zu dürfen, weil die logistische Kette war nie eingeschränkt. Super.
Das war einer der wesentlichen Gründe, dass alles so umfassend registriert wird. Du hast, glaube ich, auch ein Lager in Heidesheim. Also das heißt, es gibt Menschen, die wollen einen ganzen Container, kleinen oder großen Container packen und hierher bringen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe nur ein paar Kisten, ich habe nur 2, 3 Paletten und da hast du ein Lager in Heidesheim. Genau, wir haben in Heidesheim, das ist bei Mainz-Wiesbaden, haben wir bei einem großen Händler haben wir einen Teil Lagerfläche gemietet und haben immer Container auch dort stehen. Wer da was möchte, meldet sich an uns, da wird alles mit einer Beiladernummer vergeben und da wird von Anfang an klar mitgeteilt. Und das ist mir wichtig in allen Bereichen. Ich gehe nochmal zurück auf den Punkt Zedular. Im Vorfeld den Leuten klar mitzuteilen, was kostet es von A bis Z, von Anfang bis Ende. Weil es tummeln sich so viele Leute hier, die sagen, es kostet nur das und am Ende kostet es Doppelte. Das war ja übrigens auch der Grund. Wir hatten vor dem Peter in den ersten 1, 2 Jahren auch andere Unternehmen, die die Container für uns transportiert haben. Warum sind wir jetzt seit fast 6 Jahren ausschließlich beim Peter gelandet? Das hat den Grund, weil er der Einzige war bislang, der uns definitiv sagen konnte, was der Zoll kostet. Klar. Definitiv, vor allem wenn man ein Fahrzeug importiert, was das kostet. Und da wir da einige Male wirklich sehr böse Überraschungen hatten, sehr bemühte Firmen, man kann nichts Schlechtes über die Firma sagen, sehr bemüht, alles gut, tolle Leute, aber der Stein des Anstoßes oder wirklich die Prüfung war dann, wie schaut dann die Zollrechnung aus? Und da hatten auch diese bemühten Firmen manchmal Probleme und ich habe erwachsene Männer weinen sehen, als sie die Zollrechnung gekriegt haben. Und das ist, seit wir den Peter haben, nicht mehr passiert. Also ich bin sehr froh, dass du das machst. Das einzige Problem, das der Peter manchmal hat, ist manchmal schwer zu erreichen, weil es manchmal zwischen Europa und Amerika, also zwischen Europa und Südamerika, das ist wie alle Leute, die gut sind sie überarbeitet, das auch, aber es zahlt sich aus, auch den Peter wirklich zu unterstützen und ihm zu helfen. Wir sind sehr glücklich dabei. Ich glaube, du bist spezialisiert auf Europa. Amerika, USA ist nicht deines. Nicht unbedingt, wobei ich habe jetzt im Büro bei mir auch einen sehr englisch sprechenden Mitarbeiter. Ich mache jetzt für die Container, ich mache ja auch Container außerhalb von Paraiso Verde. Natürlich machen wir auch Amerika und Kanada, da haben wir aber ein bisschen Problem mit dem Verschiffen. Aber, das ist das ganz Wichtige, verschiffen kann jeder. Wir machen das Import-Handling in Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer des Kunden dann in Amerika. Also das heißt, es gibt einen Shipper, der das dort alles erledigt, alles packt, alles wegschickt, aber du könntest die Arbeit übernehmen, die Sache hier in Empfang zu nehmen und praktisch vom Hafen Asunción bis El Paraiso Verde könntest du machen. Die letzte Meile nennt man das. Gehen wir zu deiner dritten Expertise. Geldtransfers ist das Stichwort. Peter, ist das legal? Darfst du das überhaupt machen? Es ist hier in Paraguay angemeldet. Ich hole nachher die Übersetzung aus als sonstige Arten der Geldbewegung und als sonstige Finanzdienstleistung mit Ausnahme der Verkauf von Versicherungen. Eine Anfrage bei der Bundesbank, die habe ich mir heute Nacht extra rausgesucht, vom 22.06. des Jahres 2022 wurde mir schriftlich beantwortet, dass ich nicht meldepflichtig bin in Deutschland, weil ich als Ausländer zu betrachten bin, obwohl ich bin ein Deutscher. Eine dreimalige Anfrage bei der BaFin unter genauer Schilderung, was sie macht, wurde nicht beantwortet, sodass meine Sparkasse, die hat mich angeregt, die Anfrage zu tun. Aufgrund des Umfangs ist auch verständlich, dass meine Sparkasse dann den vollen Umfang des Geldtransfers weiters freigegeben hat, nachdem die natürlich den ganzen Schriftverkehr mit BaFin und Bundesbank zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und jetzt stellen wir einen Punkt nach dem anderen klar. Das erste war private Überweisung von der Relschuf, also vom Unternehmen Relschuf, auf mein Privatkonto. Privates Bankkonto von Erwin Annau. Weißt du davon was? Keins. Nein, definitiv gab es keine Überweisungen mit dem Zielname Annau. Okay, also keine Überweisungen auf irgendeines meiner Privatkonten. Ich helfe dir übrigens, Peter. Ich hatte, als ich Mitte 2017 aus Österreich nach Paraguay übersiedelt bin, ein einziges aktives Bankkonto bei der Raiffeisenbank Niederösterreich-Wien. Und ich glaube, ich hatte damals noch 2 Konten in Zypern, weil ich ja dort einen Geschäftssitz eröffnen wollte, von dem weiß er nichts. Das hörst du zum ersten Mal. Aber ich bin ja dann von der Idee abgekommen, in Zypern ein Geschäft zu machen. Diese Konten in Zypern, die mussten irgendwann 2018 gelöscht sein, weil es war ja nichts drauf und wenn ein Bankkonto nichts drauf hat, dauert es ungefähr ein Jahr, bevor die löscht. Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert. Ich wüsste heute nicht einmal mehr, bei welcher Bank das war. Das habe ich auch vergessen, aber es macht nichts. Das heißt, wir haben
Das heißt, die Frage, hast du für mich oder meine Familie Überweisungen nach Zypern getätigt? Nein, definitiv nein. Ist auch schwer, wenn es Wäre kein auch Konto nicht gibt. möglich, weil der Zusammenarbeit hat 2018 begonnen und die ersten Überweisungen war ungefähr 2020 zu Beginn der Pandemie. Okay. Also kannst du dich erinnern, dass von der Reljow Geld auf das Konto der Raiffeisenbank überwiesen wurde? Nein. Nein. Gut. Nein. Das heißt, das Konto wurde übrigens im Oktober 2019 gekündigt und gelöscht. Hast du auf irgendein ein Konto von mir in den USA was überwiesen? Von dir Erwin nicht. Annau, lautend auf Erwin Annau. Nein, natürlich nicht. Einmal auf Dominik Annau, diese Sache, diese Genau, Rechnung. das erkläre klar. wir dann auch Nein, auf meine nein, Tochter. Okay. Nein. Also das heißt, meine lieben El Pariser Freunde, aber diesmal auch an die El Pariser Feinde, ja, bitte gut zuhören. Jetzt kommt mein Angebot an euch. Mit großem Genuss darf ich euch vorstellen. Bitte ganz gut zuhören. Das betrifft jedes Konto, das ihr findet, das nicht in Paraguay ist und auch nicht ein Revolut Internetbankkonto. Das habe ich seit Ende 2023. Ich weiß aber nicht, wie man das verwendet. Also es ist stillgelegt. Ich kenne mich da nicht aus. Aber jeder von euch, der ein Bankkonto von mir findet, egal in welchem anderen Land außer Revolut und Paraguay, bitte gut zuhören. Alles, was ihr dort an Guthaben findet, kriegt ihr 10% und 90% gehen an die Siedler, die natürlich aus Frust über den früheren Präsidenten, das ist auch verständlich, und seine Gang das Projekt El Pariso Verde verlassen wollten. Also 10% ist die Prämie, 90% sollten die kriegen, die derzeit über uns viele Dinge schreiben, ohne Beweise zu haben, und an die würde ich das gerne verteilen. Alles, was auf den Bankkonten ist, könnt ihr haben. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und zwar alle Immobilien, die ihr findet, die ich ja angeblich in den USA haben soll, wie ein bekannter Journalist des Arte TV gesagt hat, ich habe Immobilien in den USA, sagt man. Ja, ich kenne keine, aber man entdeckt immer wieder neue Seiten an sich. Von allen diesen Immobilien, die ihr in den USA oder sonst wo findet, die nicht im El Pariso Verde sind, sonst wo, egal wo, die verkaufen wir sofort, wenn ihr sie gefunden habt. 10% kriegt ihr vom Verkaufserlös und 90% gehen wieder an alle Investoren, die in den nächsten 1 bis 3 Jahren, die wir in den nächsten 1 bis 3 Jahren durch andere neue Siedler ersetzen müssen, weil diese Investoren leider halt frustriert sind, verständlicherweise frustriert sind, und die werden ersetzt durch Siedler, die hier in Frieden leben wollen. Ja, okay, dann die Silvia hat ja auch einmal eine Überweisung gemacht, das stimmt ja. Ja, Richtig. da hast du ja, glaube ich, sogar den Schriftverkehr. Schriftverkehr oder WhatsApp-Verkehr. WhatsApp-Verkehr, genau. Also was war da? Da hat sie privat gesucht, an die Dominik was zu überweisen. Das war an Dominik, ich sage immer Sohn, ich meine Dominik, ja, die Tochter. Dominik, so wenig kenne ich die Familie Annau. Ich habe immer gedacht, das ist ein Sohn Dominik, weil meiner auch so heißt. Nein, die Silvia hat mir mal Bargeld gegeben am Tisch beim Juan, am Tisch am Haus am See, mit der Bitte, das nach Amerika zu überweisen in Dollar. Die Summe war ganz klar in Guarani, das hat sie mir gegeben, und einen Tag später habe ich es transferiert, den Beleg vorgelegt. Das war, glaube ich, für eine Schwangerschaftsunterstützung. Sie hatte dort ihr Baby bekommen, ja. Und erst jetzt im Nachfeld, als ich recherchiert habe, habe ich mitgekriegt, dass die Dominik der Frauenname ist. Entschuldigung bitte. Okay, ja, übrigens, die Leila ist ein wundervolles Baby. Ja, dann gab es ja noch angebliche Überweisungen an meine Kinder. Meine Kinder haben seit 3 Jahren sehr fleißig im Vertrieb des El Pariso Verde gearbeitet und dafür Provisionen verdient, die übrigens nicht die üblichen, in Österreich und Deutschland üblichen 3% aufwärts sind, sondern nur 2% von den Wohngrundstücken, nicht von Investitionen. Und da hast du ja nicht an die Kinder überwiesen, sondern an die Firma der Kinder, die Leonatis Corporation. Ist das korrekt? Also Leonatis, ob Corporation oder nicht, also die Firma heißt Leonatis, ich habe da auch ein paar Abrechnungen, das geht immer alles mit Rechnung, mit Rechnungsnummer, weil auch ich in Deutschland muss natürlich Überweisungen nach Amerika, wenn sie über 10.000 Euro gehen, mit was versehen, ich kann nicht schreiben, Geschenk für die Mama. Da gibt es Rechnungen, gibt es Rechnungsnummer, und die wurden genauso überwiesen, wie die Rechnung berechnet war, wobei ich nie die Gründe zu hinterfragen hatte. Ich habe eine Rechnung mit Rechnungsnummer, fertig. Das ist eine Provisionsrechnung, wir werden es dann einblenden, zum Beispiel hier über 9.065 US-Dollar. Und da habe ich noch geschrieben: Lieber Peter, ich habe Juan um die Freigabe gebeten, da kommen wir dann zum nächsten Thema. Bitte koordiniere mit ihm, wann die Überweisung möglich ist. Vielen Dank für deine Hilfe. Das ist das E-Mail vom 26. März 2021, und hier ist dann der Überweisungsbeleg von Peter an
das Unternehmen Leonartis Corporation, an meine Kinder. Ich habe das noch bei einer zweiten gemacht, auch wieder, da steht ganz deutlich, lieber Juan, also deutlicher geht es ja schon nicht mehr. Wer hat diese Überweisungen freigegeben? Wer hat die Überweisungen veranlasst? Vom ersten Tag bis zu seinem Ausscheiden am 17. Oktober 2023 hat er ja Juan Joaquin sämtliche Schecks unterschrieben, sämtliche Überweisungen getätigt, sämtliche Dienstverträge getätigt, sämtliche Käufe autorisiert. Das heißt, es gibt nur eine Person, die verantwortlich ist für die gesamte Finanzgebarung, und die wurde ja jetzt, wie ihr wisst, angezeigt wegen Untreue. Das ist ein Strafdelikt. Und noch 8, bald 9 seiner Mitarbeiter, seiner ehemaligen. Da habe ich geschrieben am 20. August 2021, lieber Juan, bitte gib diese Rechnung zur Zahlung, wenn möglich noch heute. Die Kinder müssen jetzt, da der Container abgeholt wird und die letzten Sachen gekauft wurden, das Geld so rasch wie möglich haben. Liebe Grüße. Das war vom 20. August 2021. Zeigt, glaube ich, deutlich, wer die Autorisierung gegeben hat. Dann habe ich hier noch etwas. Und zwar, da wurde an die Firma Firewall überwiesen, da wurden dringend Bankdaten gebraucht, und dann hat der Herr Juan geschrieben, an den Peter, guten Morgen, also an Peter Kunzmann, guten Morgen, mein Go hast du hiermit. Also zur Frage, wer hat die Überweisungen autorisiert, unterschrieben mit einem Herrn, der kein Doktor zu sein scheint, Juan, Nachname weiß ich nicht. Das heißt, das haben wir auch. Dann haben wir hier, lieber Peter, diese Rechnung ist sehr dringend, mache sie gleich am Morgen. Falls du Bestätigung brauchst, Juan ist ab 4 Uhr wach. Also ich habe immer fragen müssen, ob das der Juan, kannst du das bestätigen? Also eindeutig. Habe ich irgendwann eine Überweisung ohne sein Okay gemacht? Ohne jetzt dem Erwin zu nahe zu treten, ich hätte sie gar nicht angenommen, weil für mich musste ja auch klar sein, wo kommen die Guaranis her. Und nur der Juan war der Bevollmächtigte, Guarani abzuheben irgendwo auf dem Konto. Deswegen war jede Überweisung, Ausnahme werde ich gleich sagen, man muss immer korrekt bleiben, jede Überweisung war vor Ort von mir immer an Juan weitergeleitet mit der Bitte um Freigabe. Und das war dann für mich auch die Garantie, ich kriege mein Geld zurück. Wir haben uns dann irgendwann aufgrund des schlechten Handynetzes ab und zu geeinigt, dass Dinge unter 500 €, dass die einfach funktionieren. Unregelmäßige Posten, wie zum Beispiel die Internetprovider, die jeden Monat wieder kommen. Unsere Internetprovider, das sind jedes Monat, ich glaube 600 € oder etwas, was das immer, 700 €, was auch immer, das wird hier monatlich überwiesen, Klar, ohne dass gefragt werden muss. So. Und dann haben wir noch einen Punkt, und zwar, das sind Rückzahlungen an Kunden, die in Europa sind und die hier kein Bankkonto haben. Ja. Noch einmal, um es sicherzustellen, wer hat die Freigabe für solche Überweisungen gegeben? Immer Juan, ganz klar, ohne die Freigabe von Juan hätte ich nie 1 € überwiesen, weil wo hätte ich denn meine Guarani herbekommen sollen? Okay. Ganz klar. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel von der Doktora Diossa ein E-Mail, da steht drinnen, Buenos dias, Señor Peter, espero estés muy bien, also ich hoffe, es geht dir gut. Bitte transferiere 40.000 € auf das Konto der Frau sowieso, liberado por el Dr. Juan, also freigegeben von Herrn Juan, saludos. Und dann ist hier der Schriftverkehr, ich habe den Namen natürlich ausgeblendet hier. Das sind 2 Überweisungen, eine über 11.208,40 € und eine über 30.000 € mit Bankkonto und allem drum und dran. Und dann ist die Exekution dieser Überweisung ist hier ist das okay, da steht auch ganz deutlich drauf, das ist genehmigt von aprobado por el Dr. Juan, also genehmigt von Herrn Dr. Juan, damals hieß er noch Doktor. Und dann habe ich hier die Überweisungsbelege Nummer 1, den Überweisungsbeleg Nummer 2. Also das stellt, glaube ich, auch klar. Und hier, manchmal waren es ganze Listen von Zahlungen. Hier ist zum Beispiel eine Liste von 7 Zahlungen, Rückzahlungen an ehemalige Siedler in Europa. Und da steht drunter, genehmigt von Dr. Juan, vielen Dank und einen schönen Donnerstag. Das hat sie sogar in Deutsch geschrieben, die Diossa, sie schreibt manchmal in Deutsch. Also ihr habt das alles hier, diese Belege, die legen wir jetzt offen. Und was haben wir noch? Da wird ein Schreiben vom Peter vom 1. Oktober 23. Also das war in den letzten Tagen, bitte um Freigabe. Das war die Rechnung eben für die Internetfirma. Da hat er den Herrn Bucker weiß ich nicht, den Herrn Bucker angesprochen und hat
gebeten um Freigabe. Zur kurzer Erklärung, Internet war generell freigegeben, aber in den letzten Tagen war etwas nicht mehr so eine gute Stimmung. Und deswegen wollte ich eigentlich sicher sein, dass ich mein Geld kriege. Und darum habe ich das da extra angefragt. Normal habe ich nie angefragt. Man merkt ja sowas am Tisch, wenn die Harmonie nicht mehr so stimmt. Deswegen, das ist richtig. Die hat lange dann nicht mehr gestimmt. Ja. Gut, mein lieber Peter. Du hast noch mehr Belege hier. Also ich wollte einfach den Leuten noch ein bisschen was erklären. Die Leute denken, hier wird das Geld rausgeschmissen. Es sind Einkäufe, die zum Erhalt oder zur Verbesserung von dem ganzen Gelände hier dienen. Wir haben hier für, ich glaube, kanadische Dollar, ich weiß nicht, wie viel das in Wirklichkeit ist, die Firma Sayerwohl. Ja, genau. In Rate 282.000 kanadische Dollar, das ist für die Hausprojekte, glaube ich. Das war der Mixer, dann den wir gekauft haben. Holz gekauft, dann hat man mal ein neues umweltfreundliches Pestizid, nennt man das, glaube ich. Und es sind eigentlich solche Dinge, da hat man diesen Grünlandstriegel gekauft, der ist, um die Erde aufzubereiten, ein riesiges Gerät hinterm Traktor. Das sind alte Dinge. Ich meine, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht alles rausholen können, was es gibt, weil im Prinzip ist nicht meine Aufgabe, die einzelnen Rechnungen aufzubewahren, nur den Anspruch und die Erfüllung meiner Zahlung. Aber ich habe einiges gefunden und ich wusste nicht, ob der Erwin das gefunden hat, darum habe ich es mitgebracht. Es sind sehr viele Dinge, die gekauft wurden, die den Wert von dem Ganzen natürlich steigern. Und das ist für mich ein wesentlicher Grund, warum ich heute auch noch hier bin, weil ich finde es eine gute Geschichte hier, auch wenn es jetzt überall verrissen wird. Ist so. Es ist immer das, was für die Menschen gut war, angegriffen worden. Und wenn man so wie wir für etwas steht, ja, und wir stehen für etwas, nämlich für Ethik, für Moral, wir stehen für Geradlinigkeit, Ehrlichkeit. Und ja, leider ist es halt so gewesen, dass wir Menschen hier gehabt haben, die diesen Laden gemanagt haben und die andere ethische Ansichten hatten. Deswegen haben wir ja auch Strafanzeige erstattet. Das Gute ist, wir haben so viel Unterstützung und Solidarität von den Menschen, die durch diese Intrige und Kabale durchsehen, haben wir in der letzten Zeit. Es tut sehr gut, wie viele Menschen plötzlich auftauchen und sagen, Herr Dr. Annau, ich habe ja einen Doktor, auch wenn ich ihn selten verwende, aber die sagen dann zu mir, Herr Dr. Annau, ich werde mich für Sie einsetzen, das kann nicht so angehen, dass die Lüge hier die Oberhand gewinnt. Wie ihr wisst, die Lüge ist bereits 3-mal um die Welt gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Und das haben wir derzeit. Es wird gelogen, was das Zeug hält, mit der Absicht, uns zum Aufgeben zu bringen und das El Paraíso Verde billig zu übernehmen. Das ist der Plan dahinter. Es funktioniert nicht. Ja. Es geht uns besser denn je. Unsere Reisen sind gut gefüllt. Wir haben gute Umsätze. Wir verkaufen Grundstücke und vor allem haben wir eine Stimmung hier. Die Menschen sind dermaßen froh und glücklich, hier zu sein. Und das Schönste ist, wir sind als Familie zusammengewachsen in dieser Zeit und wir haben Unterstützung und Hilfe bekommen, weil Menschen, so wie wir gesagt haben, aus, stopp, vorbei mit dem Lügen, aus, stopp, vorbei mit dem Betrügen, mit dem Stehlen. Jetzt ist Schluss. Wir, die schweigende Mehrheit, schauen nicht mehr zu, schauen auch nicht mehr weg. Wir bleiben hier und wir bringen das alles in Ordnung und wir zerren die Lüge und die Verbrecher ans Licht. Das wollte ich euch sagen, lieber Peter. Also ich kann den Erwin sehr gut nachvollziehen. Ich werde es nie vergessen, wie es heute wäre, als ich auf dem Balkon gestanden bin in der Villa in Villarrica und habe mich entschieden, mit euch zusammenzuarbeiten. Wie ich im Internet verrissen worden bin und Aufträge verloren habe, aber das ist mir egal, weil ich habe einen Satz vom Erwin in Erinnerung, als er mich der ersten Gruppe vorgestellt hat. Da hat er nämlich Folgendes gesagt: auch wenn du es nicht mehr weißt, bei mir bleibt es drin. Der Peter Kunzmann hat uns in der Vergangenheit sehr stark kritisiert, weil er uns nicht kannte, aber wir wollten den Besten für euch und jeder darf seine Meinung sagen. Genau. Und das war für mich ein Punkt zu entscheiden, ich will das mal kennenlernen und ich arbeite mit den Leuten hier. Und ich finde, jeder hat das Recht auf die bestmöglichste Betreuung. Deswegen war ich früher für die Container da und jetzt bin ich für die Zettellast da. Klar bin ich eine eigene Firma, werde ich auch bleiben, ist auch gut so. Ich bin ja auch Geschäftsmann, ist ja logisch. Ne? Aber das war eins der Gründe für mich und da hat mein Dickkopf eingesetzt. Die können mich noch so viel kritisieren. Ich werde jetzt auch kritisiert. Meine Partnerin Evelyn Huber wird kritisiert, warum wir die Cedulars für die Relief-Firma machen. Wir machen das, was für die Leute am besten ist. Und so bleibt es auch. Und das ist wunderschön, weil das zeigt auch, dass wir uns unseren Traum El Paraíso Verde als Gemeinschaft von Menschen, die in Respekt, miteinander in Liebe zusammenleben wollen, dass wir diesen Plan und dieses Ziel nicht aufgeben, sondern jetzt mit noch mehr Kraft und mit noch mehr Bravour positiv durchziehen. Gut, lieber Peter, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich bald im El Paraíso Verde.
Ich freue mich ebenfalls auf euch, was meinen Bereich angeht. Super, danke.